Herzlich willkommen zu Alltag Deutsch Podcast. Hallo zusammen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, hallo auch von mir. Heute ist Tag 125 auf unserer Lernreise. Genau. Und unser Thema heute ist wirklich spannend. Es lautet nämlich Lernen fürs Leben. Ein tolles Thema. Wir sprechen heute über 15 wichtige Wörter, die ihr im deutschen Alltag sehr oft hören und auch benutzen könnt. Richtig. Es geht heute nicht um trockene Grammatik, sondern um echte Erfahrungen. Bevor wir aber mit dem ersten Wort starten, habe ich noch eine kurze Empfehlung für euch. Oh ja, die Shadowing-Technik, ne? Genau. Hört uns heute einfach gut zu und achtet auf die Aussprache und den Rhythmus der Sprache. Versucht einfach, unsere Sätze laut nachzusprechen. Das hilft enorm. Und noch ein kleiner Tipp. Bleibt unbedingt bis zum Ende dieser Folge dran, denn dort hört ihr unsere Mini-Story. Ja, auf die Geschichte freue ich mich schon. Also lass uns direkt anfangen. Das Thema ist ja, wie wir Dinge aufnehmen und verstehen. Unser erstes Wort heute ist ein Nomen, nämlich die Erkenntnis. Ah ja. Die einfache deutsche Erklärung dafür ist eine wichtige Einsicht. Und die englische Übersetzung lautet Insight. Genau, Insight. Ein schöner Beispielsatz dazu aus dem Alltag wäre: Die wichtigste Erkenntnis des Lebens ist, niemals aufhören zu lernen. Das ist wirklich wahr. Wenn wir aufhören zu lernen, dann bleiben wir irgendwie stehen, oder? Absolut. Man braucht diese Erkenntnisse einfach, um sich weiterzuentwickeln. Richtig. Und um gute Erkenntnisse zu haben, brauchen wir unser zweites Wort. Das Nomen lautet die Vernunft. Die Vernunft bedeutet logisches Denken. Und auf Englisch sagt man dazu Reason. Sehr gut. Ein Beispielsatz für euch. In Krisen soll man auf die Vernunft statt auf Emotionen hören. Das sagt man so leicht. Aber ist das nicht oft ziemlich schwer? Also wenn ich gestresst bin, dann gewinnt oft die Emotion. Ja, natürlich. Wir sind ja Menschen. Aber die Vernunft, also dieses logische Denken, hilft uns, einen Moment innezuhalten. Man reagiert dann nicht sofort panisch. Stimmt. Man schaltet den Kopf ein. Das bringt mich auch direkt zum dritten Wort für heute. Es ist ein Verb. Und zwar begreifen. Oh, ein starkes Wort. Die deutsche Erklärung ist voll verstehen. Und auf Englisch heißt das to grasp. Genau, to grasp. Und weil es ein Verb ist, brauchen wir natürlich die Perfektform für die Vergangenheit. Die lautet hat begriffen. Sehr wichtig, ja. Hat begriffen. Ich habe hier einen Beispielsatz. Es dauert oft Jahre, bis man eine Erfahrung wirklich begreifen kann. Da muss ich mal kurz nachfragen. Ist begreifen nicht eigentlich genau dasselbe wie verstehen? Warum haben wir da zwei Wörter? Das ist eine super Frage. Also, verstehen ist oft nur im Kopf. Du liest ein Buch und verstehst die Information. Aber begreifen, das geht tiefer. Ah, okay. Das ist, wenn du etwas wirklich gefühlt und im echten Leben erlebt hast. Du hast es komplett begriffen. Das macht Sinn. Es dauert also länger. Das bedeutet, dass wir oft noch gar nicht alles wissen. Unser Wissen ist also oft nur aktuell. Und das ist unser viertes Wort, das Adjektiv. Derzeitig. Derzeitig. Das bedeutet aktuell. Auf Englisch übersetzt man es mit current. Current, ja. Ein Alltagssatz dazu: Unser derzeitiger Wissensstand reicht oft nicht aus, um das Problem zu lösen. Ja, das kennen wir alle beim Deutschlernen, oder? Der derzeitige Wortschatz reicht vielleicht noch nicht für ein langes Telefonat. Genau. Und das ist auch völlig okay. Denn wenn das Wissen nicht reicht, dann machen wir Fehler. Und aus Fehlern lernen wir. Das ist ein toller Übergang zu unserem fünften Wort. Ein sehr wichtiges Wort im Leben. Das Verb scheitern. Die Erklärung ist misslingen, also wenn etwas nicht klappt. Auf Englisch heißt es to fail. Und die Perfektform für dieses Verb wird mit sein gebildet. Es heißt also ist gescheitert. Ist gescheitert. Genau. Ein Satz dazu: Wer keine Angst vor dem Scheitern hat, wird viel mutiger leben. Das ist ein toller Satz. Scheitern ist ja in vielen Kulturen total negativ besetzt, ne? Oh ja, leider. Dabei ist Scheitern doch wie ein Software-Update für den eigenen Charakter. Ein Software-Update, das ist ein super Vergleich. Wenn ein Programm scheitert, also abstürzt, sucht man den Fehler und macht es danach besser. Genau das. Aber manchmal scheitern wir gar nicht komplett. Manchmal haben wir auch einfach Glück gehabt. Das bringt uns zu Wort Nummer 6. Das ist das Wort beinahe. Das bedeutet fast. Und auf Englisch ist das almost. Almost, richtig. Ein klassischer Beispielsatz aus der Schule: Ich hätte beinahe vergessen, meine Hausaufgaben abzugeben. Oh ja, dieses Gefühl kennt jeder. Das Herz schlägt plötzlich ganz schnell. Man hat es beinahe vergessen,
aber eben nur beinahe. Richtig. Aber wie lernen wir jetzt aus diesen Situationen? Egal, ob wir scheitern oder beinahe einen Fehler machen. Wir müssen darüber nachdenken. Und das ist Wort Nummer 7. Das Verb lautet reflektieren. Es bedeutet intensiv nachdenken. Die englische Übersetzung ist to reflect. Und die Perfektform dazu ist, hat reflektiert. Genau. Ein guter Ratschlag für den Alltag ist, man sollte jeden Abend kurz den Tag reflektieren, um daraus zu lernen. Machst du das eigentlich? Also abends reflektieren? Manchmal. Es hilft total, wenn man sich vor dem Schlafen fragt, was heute gut lief und was nicht. Der Kopf speichert die Informationen dann besser ab. Das stimmt. Und all diese Erlebnisse, die guten und die schlechten, machen etwas mit uns. Sie formen uns. Das ist Wort Nummer 8. Prägen. Ein schönes Verb. Prägen bedeutet stark formen. Auf Englisch sagt man to shape. Und auch hier die Perfektform für euch, hat geprägt. Der Beispielsatz lautet, unsere Erlebnisse in der Kindheit prägen unseren Charakter für den Rest des Lebens. Wow, das ist ein tiefer Satz. Aber es stimmt, alles, was wir lernen, prägt uns. Absolut. Und hey, an dieser Stelle machen wir mal eine klitzekleine Pause für eine wichtige Information. Genau. Wenn euch unser täglicher Deutsch-Podcast hilft, dann abonniert gern unseren Kanal und gebt uns einen Daumen nach oben. So verpasst ihr keine neue Folge. Das hilft uns wirklich sehr, danke euch. Also, wir haben jetzt über Fehler gesprochen und wie sie uns prägen. Aber wir müssen natürlich auch aktiv Dinge üben. Richtig. Nur Nachdenken reicht im echten Leben nicht. Wir müssen praktische Dinge können. Das ist unser Wort Nummer 9, das Nomen, die Fertigkeit. Die Fertigkeit. Die einfache Erklärung dafür ist Geschicklichkeit. Oder einfach, dass man etwas gut kann. Die englische Übersetzung ist Skill. Skill, genau. Der Satz dazu ist, man muss praktische Fertigkeiten regelmäßig trainieren, damit man sie nicht verliert. Das ist beim Sprachenlernen exakt so. Eine Sprache ist eine Fertigkeit. Wenn man nicht spricht, vergisst man die Wörter wieder. Ja, das Gehirn räumt da gnadenlos auf. Man muss diese Dinge pflegen. Aber oft wollen wir ja auch neue Dinge lernen, oder? Das ist unser 10. Wort. Das Verb erwerben. Erwerben bedeutet erlangen oder bekommen. Auf Englisch heißt es to acquire. Und das Perfekt dazu lautet hat erworben. Ein Beispielsatz: Auf Reisen kann man neue Kenntnisse über fremde Kulturen erwerben. Da muss ich dich mal was fragen. Neue Dinge zu erwerben klingt ja immer super. Jeder will Gitarre spielen oder eine neue Sprache sprechen. Aber warum klappt das bei den meisten Leuten im Alltag nicht? Ja, das ist das große Problem, oder? Und die Antwort liegt direkt in unserem 11. Wort. Ah, ich ahne es schon. Das Adjektiv konsequent. Das bedeutet beharrlich oder ausdauernd. Auf Englisch sagt man consistent. Consistent. Ja, das ist das Zauberwort. Der Beispielsatz ist, wer konsequent an Zielen arbeitet, wird Erfolg haben. Die Leute scheitern oft, weil sie am Anfang hoch motiviert sind. Sie lernen 5 Stunden an einem Tag. Und dann 3 Wochen gar nicht mehr. Stimmt. Aber Motivation geht weg. Konsequent sein bedeutet, jeden Tag 10 Minuten zu üben, auch wenn man müde ist. Genau. Und um so konsequent zu bleiben, brauchen wir oft einen starken praktischen Grund. Das bringt uns zu Wort 12. Das Wort lautet hauptsächlich. Es bedeutet vor allem. Die englische Übersetzung ist mainly. Ein sehr ehrlicher Beispielsatz für unsere Zuhörer. Man lernt die deutsche Sprache hauptsächlich, um die Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern. Ja, das ist oft die Realität. Man lernt manchmal nicht nur aus Spaß, sondern hauptsächlich für den Job. Und das ist auch völlig in Ordnung. Dieser Druck hilft oft, konsequent zu bleiben. Wenn wir diese ganze harte Arbeit machen, also Fehler machen, reflektieren, konsequent Fertigkeiten erwerben, was ist denn eigentlich das große Ziel am Ende? Das große Ziel ist unser 13. Wort. Das Nomen, die Reife. Die Reife. Das bedeutet Erwachsensein oder geistige Entwicklung. Auf Englisch heißt es Maturity. Ein wunderbarer Satz dazu: Wahre geistige Reife zeigt sich im ruhigen Umgang mit schwierigen Fehlern. Oh, das schließt den Kreis zu unserem Wort scheitern, oder? Ganz genau, ein Anfänger gerät in Panik, wenn etwas misslenkt. Ein Mensch mit viel Reife bleibt ruhig, nutzt die Vernunft und sucht eine Lösung. Das ist echt beeindruckend. Wenn man diese Reife hat, dann sieht man die Welt auch nicht mehr nur schwarz oder weiß. Man sieht Dinge im Kontext. Und das ist Wort Nummer 14. Das Adjektiv verhältnismäßig. Das ist ein langes Wort. Es bedeutet vergleichsweise. Auf Englisch ist das relatively. Relatively?
Sprecht das ruhig mal nach zu Hause. Verhältnismäßig. Der Beispielsatz ist: Für einen Anfänger hat er die Aufgabe verhältnismäßig gut gelöst. Das ist so eine faire Art, Dinge zu bewerten. Man vergleicht die Leistung mit der Erfahrung. Ja, das nimmt total den Druck raus. Und jetzt sind wir schon beim letzten Wort für heute angekommen. Wort 15. Das Nomen lautet der Horizont. Es bedeutet die Sichtweise auf die Welt. Auf Englisch ist es Horizon. Und das war jetzt eine Menge Input, ich weiß. Deshalb fassen wir das Ganze für euch jetzt in einer kleinen Alltagsgeschichte zusammen. Ja, unsere Mini-Story. Hört gut zu, denn in dieser Geschichte, die ungefähr 90 Sekunden dauert, kommen noch einmal alle 15 Wörter vor. Seid ihr bereit? Okay, hier ist die Geschichte von Lukas, der einen neuen Job anfängt. Letztes Jahr hatte Lukas eine wichtige Erkenntnis. Er war unzufrieden und beschloss, seine Vernunft zu nutzen, um etwas Neues zu wagen. Er wollte eine komplett neue Fertigkeit erwerben, nämlich den Umgang mit einer komplizierten Buchhaltungssoftware. Sein derzeitiger Job bot ihm dafür keine Chancen. Also kündigte er und fing bei einer neuen Firma an. In den ersten Wochen ist er bei vielen Aufgaben gnadenlos gescheitert. Einmal hätte er beinahe eine Rechnung über tausende Euro an den falschen Kunden geschickt. Aber Lukas hat nicht aufgegeben. Er hat jeden Abend zu Hause reflektiert, welche Fehler er gemacht hat. Diese harte Anfangszeit hat ihn sehr geprägt. Er hat schnell begriffen, dass er konsequent jeden Tag üben muss. Deshalb las er hauptsächlich abends Fachbücher über das Programm anstatt Fernsehen. Nach einem halben Jahr zeigte Lukas eine enorme Reife. Wenn es Probleme gab, blieb er völlig ruhig. Und die Arbeit fiel ihm plötzlich verhältnismäßig leicht. Dieser neue Job und all die Lernerfahrungen haben seinen Horizont für die Zukunft wirklich erweitert. So, das war unsere Geschichte. Habt ihr alle 15 Wörter gehört? Ich bin mir sicher, dass ihr das super gemacht habt. Und jetzt seid ihr dran. Schreibt eure eigenen Sätze mit den neuen Wörtern in die Kommentare. Das ist eine tolle Übung. Ja, traut euch einfach. Und wenn euch der Podcast gefällt, abonniert den Kanal und gebt uns einen Daumen nach oben. Genau. Und morgen sprechen wir über ein neues Thema, Konfliktlösung im Job. Das wird auch super spannend. Darauf freue ich mich auch schon sehr. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch viel Erfolg beim Deutschlernen. Bis morgen bei Alltags Deutsch Podcast. Tschüss und einen schönen Tag noch.